Willkommen zu unserem heutigen Video und wir schauen uns heute an Watchtower. Watchtower macht automatische Updates für Docker-Container, was Docker eigentlich an sich selber nicht vorsieht. Man kann natürlich immer einen Container manuell updaten mit Pull und Restart. Wir gehen aber heute auf das Thema Watchtower ein. Da gibt es Probleme, viele haben da Probleme einfach beim Labeln der Container, um Watchtower quasi mitzuteilen, ob er den Container updaten soll, welche Image-Version wir verwenden wollen, ob wir nur Monitoring haben wollen, also nur Updates angezeigt bekommen oder ob wir einen Container generell ausschließen. Das ist zum Beispiel bei eigenen Containern, die mit der Option Bild erstellt werden, eine Sache, die man einfach eingeben muss. Das könnt ihr nicht über Watchtower updaten, das müsst ihr nach wie vor manuell machen. Welche Voraussetzungen brauchen wir für unseren Watchtower? Eigentlich gibt es ja gar nicht viel. Wir machen, was ich ja gerade gestartet habe, kurz unsere ganzen Updates und Aktualisierungen, die man eigentlich immer wieder mal machen sollte. Viele lassen das immer einfach gerne liegen, darum erwähne ich das prinzipiell immer bei den Videos. Ich schließe das immer mit ein, damit ihr das auch seht, dass ich das auch mache und dass ihr das auch machen solltet. Wir verwenden für diese Demonstration eine Installation, die ich in 2 anderen Videos schon erklärt habe, und zwar an Laravel, SQL, Nginx und PHP. Da werden wir eine Compose anschauen und die verschiedenen Labels einbauen und kurz dazu erklären, warum, wieso und was die dann tun. Wir verwenden hier ganz normal wieder Linux Mint, ein Ubuntu 20.4 tut es natürlich auch. Bei anderen Linux-Versionen ist die Anpassung und die Vorgehensweise sehr ähnlich. Ihr dürftet da keine Probleme haben, denn es geht hier nur um das Prinzip, um die Parameter und die Konfiguration von Watchtower und den Docker-Containern, also Images. Genau, dann brauchen wir natürlich wieder ein Non-Root-Admin-Konto, also einen Sudo-Benutzer. Das ist immer ganz klar, den brauchen wir eigentlich immer. Und dann verwenden wir hier bei dieser Schulung meine bevorzugte Technik. Ich mache sehr viel mit den Docker Compose YML-Dateien, weil wenn ich die Container schieße oder irgendwas zerlege, einfach den ganzen Rotz löschen kann, die ganzen Container und die Images, und einfach meine Compose hochfahre und das wieder alles oben habe und am Laufen, während ich das, wenn ich das alles rekonfigurieren muss, in einer Oberfläche wie Docker Desktop unter Windows zum Beispiel, natürlich immer das Problem habe, wo hatte ich das gespeichert, wo habe ich es parametrisiert, welche Commands habe ich verwendet, welches Volume oder wo habe ich mein Bound-Mind gelagert. Das sind alles so Kleinigkeiten. Deshalb habe ich immer ganz gern meine Docker Compose, selbst wenn ich dann einen Container manuell anpasse, zum Beispiel unter Docker Desktop für Windows, kann ich jederzeit in dieser Docker Compose auch nachschauen, was ich da eigentlich hatte. Bei Windows später im zweiten Teil, da ist jetzt noch offen, ob ich das ein einteiliges Video mache, wo beides in einem Teil drin ist, also jetzt die Linux-Variante und dann später noch Docker Compose Windows, das Docker Desktop, wo die ganze Sache ein bisschen anders aussieht, oder ob ich das zweiteile. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Kommt darauf an, wie lange das erste dauert, weil die Linux-Benutzer dann natürlich nicht mit dem Windows-Zeug langweilen will und die Windows-Benutzer nicht mit dem Linux-Zeug. Wobei ich doch das Linux immer bevorzuge. Aber manchmal braucht man eben Windows-Versionen für irgendetwas, weil es anders nicht läuft. Oder unter gewissen Kombinationen andere Sachen unter Windows laufen, wo man Docker für Desktop dann eben unter Windows ausführt. Das aber im Prinzip keine Sache ist. Viele, die bei Docker noch neu sind und sich das anschauen und viele Sachen vielleicht noch nicht verstehen, Docker basiert eigentlich eher auf Anwendungen, die 24 Stunden 7, 24, 31, 365 laufen, also rund das ganze Jahr.
Allerdings wird Docker auch immer mehr für kleinere Systeme, die nur on-day laufen, interessanter, weil das einfach stabiler und schneller läuft als eine Virtualisierung. Unter VirtualBox oder wie wir jetzt zum Beispiel VMware hernehmen, haben wir einfach einen viel höheren Ressourcenverbrauch, den wir nicht haben, wenn wir Docker verwenden. So, unsere Updates sind mittlerweile im Hintergrund auch durchgelaufen. Hoppala. Kommt davon, tippen und quatschen gleichzeitig. Der Mann ist nicht multitaskingfähig. In gewisser Weise schon. So, abgedatet sind wir und jetzt geht's ans Eingemachte. So, wir erstellen uns ein Verzeichnis. Watchtower. So, bei mir existiert einfach das Verzeichnis schon, lasst euch davon nicht stören. Und dann CD Watchtower natürlich. Und dann brauchen wir eine Docker Compose XML-Datei. Die könnt ihr mit VI, mit Nano machen. Ich mache sie mit Nano. Weil mir das einfach sympathischer ist. So, den Inhalt, den ihr jetzt hier braucht, den füge ich euch ein. Tschups, da ist es auch schon. Diesen Inhalt findet ihr im Skript, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Und da haben wir eine Docker Compose, das ist eine Single-Anwendung, ein Single-Container einfach, der uns den Watchtower hochfährt. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was einstellen und da kommen wir jetzt zu den Notification. Ich habe jetzt hier bei den Notifications, wenn ihr das System für die Notifications erstmal verstanden habt, ist es eigentlich ganz einfach. E-Mail verwendet, das ist hier in dem Bereich, Notification E-Mail. Frosch im Hals. Und da müssen wir jetzt noch die Einstellungen machen. Ihre E-Mail-Adresse, das wäre jetzt natürlich die E-Mail-Adresse, von der wir es abschicken. Gmail lassen wir mal drin, eignet sich immer ganz hervorragend. Die E-Mail-Adresse müsst ihr natürlich auch besitzen. So, ich nenne jetzt einfach mal meinen Namen, ne? Also da kommt dann quasi eure E-Mail herein. Dann, wo wollt ihr diese E-Mail-Adresse hinhaben? Also, wohin soll die E-Mail geschickt werden? Schicken wir es einfach an privat. Da kommt dann die E-Mail-Adresse rein, die ihr verwenden wollt. Ihr könnt natürlich auch eins machen. Ihr könnt natürlich dann auch hier dieselbe E-Mail-Adresse hernehmen. Dann schickt ihr in euren eigenen Namen eine E-Mail an euch selber. Das ist genauso möglich. Das ist gar kein Thema. Wenn ihr bei Gmail bleibt, bleibt auch dieses smtp@gmail.com. Der Port bleibt auch. Und jetzt kommt die Anmeldung bei Gmail, die uns berechtigt zu verschicken. Normalerweise habt ihr hier oben in diesem Bereich hier angegeben, mein Name, also eure E-Mail-Adresse @gmail.com. Diese E-Mail-Adresse wäre dann genau gleichbedeutend mit der E-Mail-Adresse, die jetzt natürlich hier unten reinkommt. Also euer Konto, was ihr bei Gmail auch habt, damit ihr auch E-Mail-Adressen verwenden könnt, versenden könnt. So, das Abpasswort, da bleiben viele hängen, deshalb habe ich das ja auch mit E-Mail jetzt gewählt. Google hat ja mittlerweile die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit Watchtower eine E-Mail verschicken wolltet, müsstet ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen, was natürlich etwas, wie soll ich das jetzt ausdrücken, blöd ist. Weil wie soll man das denn bestätigen, wenn man gar nicht weiß, wann der Server nachts um 3 hier irgendwelche E-Mails verschickt oder der Docker-Container? Dann braucht man eben ein Abpasswort. Dieses Abpasswort erstellt ihr, wenn ihr in eurem Google-Konto auf Einstellungen geht, auf Sicherheit und da dann Abpasswort
auswählt und da könnt ihr dann das Application Passwort vergeben. Dieses Kennwort könnt ihr nicht selber eingeben, das wird euch von Google genannt. Ne? Das ist Google App. Ups. Google App Passwort. So, das kommt hier rein. Das könnt ihr nicht verändern, das wird euch einfach gegeben. Bitte nicht vergessen, dieses auch zu speichern dann bei Google, dass es auch funktioniert. Dann haben wir noch den E-Mail Delay, der ist aber uninteressant. Den brauchen wir nicht. Solltet ihr jetzt sagen, ich habe meinen eigenen E-Mail-Server mit der Domain @meinedomäne.com oder meinedomäne.de, dann könnt ihr da genauso E-Mail-Adressen verwalten und versenden. Da müsst ihr halt mehr oder andere Serverparameter angeben. Das findet ihr in der Beschreibung von Watchtower, da ist das ganz genau detailliert. Da könnt ihr auch SMS machen, ihr könnt Telegram benutzen, Discord. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr diese Sachen, diese ganzen Parameter hier mit Notification einstellt. Wenn ihr jetzt Discord benutzt, dann heißt es auch nicht mehr E-Mail, dann heißt es Dis. Und hier steht dann auch Dis und das sind dann quasi die Parameter, die ihr anders einstellen müsst. Wenn ihr aber das System verstanden habt, könnt ihr das ganz einfach rauslesen aus dieser ganzen Sache, aus dieser Beschreibung. Das ist eigentlich der ganze Hackmack, den man hier bei den Notification-E-Mails dann machen muss. In Skript sind E-Mails-Auszüge drin. Ich verlinke euch Screenshots dann auch gleich noch im Video, wie die E-Mails ausschicken, die Watchtower dann versendet. Dann haben wir hier noch einen Parameter, der jetzt wichtig ist, und das sind die sogenannten Labels für Watchtower. Diese Labels setzen wir, die hinterlegen wir und dadurch weiß Watchtower automatisch, okay, dieser Container, das bin ich darf mich updaten. Und zwar erfolgt das, dieser vordere Teil hier ist eigentlich immer gleich. Der ist eigentlich immer gleich. Und hier haben wir dann enabled gleich true. Das heißt, okay, ich möchte geupdatet werden. Das wird er dann auch automatisch machen. Das steht dann auch in der E-Mail drin und der alte Container wird dann auch removed. Das kommt durch diesen Parameter hier oben. Cleanup True, durch den wir das verifiziert. Dann das Container-Image ist Watchtower. Hier gibt es keine Versionsnummern, auf die man aufpassen muss oder sowas. Da kommen wir dann aber später noch zu bei anderen Sachen. Dann habe ich jetzt noch eine Eigenheit hier gemacht, die beim Einrichten ganz lustig ist. Und zwar habe ich ein Command vergeben, Intervall 1800 Sekunden. Das entspricht 6 Stunden. Habe ich das richtig im Kopf? Ne, entspricht 30 Minuten. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich natürlich jetzt mein Watchtower hochfahre, möchte ich natürlich ein Ergebnis sehen. Und Watchtower hat die Angelegenheit, es verschickt erstmal eine E-Mail, er ist gestartet und in 24 Stunden, wenn man das auf Standard lässt, wird dann der erste Lauf initiiert. So, wir wollen aber nicht 24 Stunden warten, bis das Ganze vonstatten geht, sondern wir hätten das gerne ein bisschen fixer. Deshalb habe ich hier ein Intervall von 1800 Sekunden eingestellt. Das könnt ihr dann später beliebig ändern auf 6, 12. Ihr könnt auch 72 Stunden verwenden dann oder ihr könnt den einfach remarken, dann sind es 24 Stunden Standard. Und das ist jetzt eigentlich schon der ganze Hackmack, den ihr braucht, wenn ihr den Watchtower in der Grundkonfiguration einfach einmal hochfährt. Viel mehr gibt es bei Watchtower jetzt eigentlich auch selber an dem Image und den Container nicht zu konfigurieren. Okay? Dann können wir das Ganze speichern und beenden. Ihr speichert und beendet es natürlich mit euren Tastenkombinationen. Bei Nano ist das String O und Enter für Speichern und String X für Verlassen. VIP und so ist natürlich ein bisschen gesondert. So, und weiter im Text. Wir schauen uns einmal an, was wir an Docker so am Laufen haben. Nachdem wir uns jetzt hier eine Single-Anwendung mit der Docker Compose erstellt haben, wollen wir natürlich gucken, was passiert hier. Sudo docker ps.
sollte doch nochmal einen Deutschkurs besuchen. Oder Tastatur üben. Gut, wir haben hier laufen ein Nginx Alpine, dann haben wir laufen Travelist und die MySQL-Datenbank. Das Ganze ist ein System für TicketOS, was dahinter läuft. Das ist ein Schulungsprojekt von vorher, auf dem wir jetzt das Ganze einfach beschreiben. Das muss jetzt nicht installiert werden von euch. Es geht nur rein ums Verständnis. Deshalb geht auf weiter. Wir haben jetzt hier eine Docker Compose erstellt mit einer Single-Anwendung. Die laden wir. Compose update. So, und schon ist das Ding oben. Und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt haben wir hier in unserer Containerliste. Achso, ja, bei euch pullt er natürlich jetzt halt noch das Image runter. Bei mir hat er das Image schon gepullt. Also ich hatte das Image schon drauf. Von daher gesehen hat es bei mir jetzt nicht geladen. Pausiert einfach das Video ganz kurz an dieser Stelle und schaltet dann einfach wieder zu, wenn der Pull abgeschlossen ist. So, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Pull abgeschlossen ist und ihr wieder zugeschaltet habt. Wir haben jetzt hier oben stehen Container, das ist nicht von mir, das ist so, das ist Tatsache, das ist also wirklich nicht einer meiner Schreibfehler. Ja? Also, ja. Der ist konfiguriert, der läuft und unser Containername ist auch Watchtower, Watchtower 1. Also das ist alles soweit okay. Jetzt ist natürlich die Sache, wir gehen jetzt mal auf das hier ein. Wir haben jetzt hier Watchtower konfiguriert. Wir haben in unserer Docker Compose auch angegeben, mit dem Label, dass Watchtower automatisch aktualisiert wird. Enable ist true. Ne, das haben wir ihm eingegeben. So, jetzt haben wir aber hier Container, die laufen, die wir nicht konfiguriert haben. So, jetzt ist da schon mal die erste Stolperfalle, dass viele denken, ja, ich habe meinen Watchtower jetzt am Laufen, alles Banane, okay, fertig. Nein, Pustekuchen, stimmt nicht, aus, falsch. Wir müssen jetzt sagen, welchen dieser Container wir updaten wollen, ob wir darauf hingewiesen wollen, dass es ein Update gibt oder ob wir einen Container generell vom Update ausschließen. So, und da kommen wir jetzt wieder zurück einfach auf dieses Docker Compose, was ich jetzt hier als Beispiel verwende. So, das ist diese besagte Konfiguration, die wir jetzt einfach hier verwenden. Wir müssen jetzt klassifizieren. Wir haben einen Container, den möchte ich aktualisieren. Da kommt es auf die Versionsnummern an. Ist das Ding abwärtskompatibel, falls was schief geht? Möchte ich nur die Fehler-Bugfixes haben? Möchte ich Funktionsupdates haben? Das sind immer so Kleinigkeiten, so Dinge, die man dann doch immer wieder berücksichtigen muss. Da kommen wir aber auch gleich zu. Es gibt auch spezielle Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel PHP und MySQL 8.0, die wir nicht ändern können, weil sonst das Skript und die ganzen Container nicht mehr laufen würden. Als erstes fangen wir mal mit diesem Bereich hier an. Hier haben wir ein Service App Build. Das heißt, hier erstellen wir eine App, und zwar einen Container namens Container Laravel App. Okay? Konfiguriert in der Datei Dockerfile, und worauf es ankommt, ist hier Build. Dieses Ding wird erstellt. Watchtower kann euch das nicht updaten. Wird er auch nicht. Ich habe es nie ausprobiert, was da passiert, wenn man das macht. Es ist natürlich euch überlassen, könnt es gerne ausprobieren. Ich lasse das mal lieber, weil ich ja doch teilweise das Zeug auch benutze. Und da werden wir jetzt ein Label vergeben. Das kopiere ich mir schnell raus. Das fügen wir hier ein. So,
Labels, dann dieser besagte erste Teil, der ist hier. Wie gesagt, der ist immer gleich. Und dann sagen wir enabled false. Das heißt, dieser Container ist nicht enabled, er wird nicht abgedatet, er wird auch nicht monetarisiert. Das heißt, ihr werdet auch nicht informiert, dass es da ein Update gibt, weil es keins gibt. Dieses Ding müsst ihr selber erstellen, wenn ihr das updaten wollt. Und bei solchen Sachen ist dann immer so die Sache, ja, ich habe hier MySQL zu laufen, es basiert auch auf PHP 8.0. PHP 8.0 kann man auch nicht upgraden, das sind immer so Geschichten. Also, da muss man wirklich bei Docker Hub auf die Seite mal gehen und gucken, was in dieser Versionsnummer verändert ist. Dann macht ihr von eurem System, wenn ihr das ausprobieren wollt, ob so ein Container wirklich läuft, wenn ihr den Container wirklich dann manuell mal updaten wollt, mit Pull einfach mal runterziehen, dann könnt ihr einfach gucken, kann ich auf MySQL 9 oder 10 hochgehen, kann ich nur auf eine 8.2 hochgehen, kann ich auf eine 8.3 hochgehen, oh, was ist, wenn ich eine 8.0.1 habe? Das ist dann eine 8.0 Punkt, die allerdings mit Punkt 1 besagt, dass sie Fehlerkorrekturen beinhaltet. Also das wird jetzt mal hier Punkt 1, nehmen wir mal Punkt 3. Es würde ja eigentlich sagen, es gibt 3 8.0er Versionen mit 3 verschiedenen Versionen, wo gewisse Bugfixes oder Fehlerkorrekturen oder Sicherheitslücken geschlossen wurden. Also wenn man diese Punkt 03 weglässt, bekommt man immer diese 8.0 Version und ist damit sicher, dass sein Container auch auf einem Stand bleibt, wo auch gewährleistet ist, dass die Konfiguration auch so weiter läuft. Wie gesagt, wenn ihr einen Versionswechsel von auf MySQL 9 zum Beispiel durchführen wollt, dann müsst ihr natürlich erstmal rauskriegen, ob das kompatibel ist, ob das läuft. Dann könnt ihr das hier ändern, dann könnt ihr das dann einfach hier in der Docker Compose ändern und Watchtower würde dann beim nächsten Lauf automatisch MySQL auf die 9.0 aktualisieren, wenn wir das jetzt hier ändern würden. Wir sagen jetzt, wir wollen jetzt hier zum Beispiel eine 9.1. Dann würde er das ändern. Also für uns die einzigste Änderung, wenn wir jetzt sagen würden, okay, das Update auf MySQL ist für mich okay, dann ändere ich sie ab, speichere meine Docker Compose und die Sache ist gegessen. Dann macht Watchtower den Rest. So, aber Watchtower bedient diesen Container noch gar nicht. Das machen wir jetzt. Das bloß mal ganz kurz kopiert. Fügen wir das ein. So, Labels, Central Watchtower, das ist immer gleich. Und da haben wir jetzt zum Beispiel den Wert gesetzt, Monitor only true. Das heißt, sollte es hier ein Update geben, eine 8.1, eine 8.2, eine 8.3, 8.04, 8.05, dann würdet ihr in der E-Mail drinstehen haben, es ist ein Update verfügbar. Das jetzt einfach mal, um euch die ganze Geschichte zu erklären. Okay? Also, wichtig ist, ihr passt mir hier oben auf bei diesen Versionsnummern. Wie gesagt, wenn ihr das hier ändert, habt ihr in der Regel keine Abwärtskompatibilität mehr, ihr könnt nicht mehr zurück. Da ihr am besten immer ein Image-Backup machen von der ganzen Installation, das ist einfach am besten und wenn das alles in die Hose geht, könnt ihr das einfach wieder herstellen. Ne? Die 0 geht mal wieder nicht. So, die 0 ist dann die Funktionsupdate-Version, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann gibt es eben noch die Erweiterungen mit 8.1 oder 8.4. Das sind dann Bugfixes und Sicherheitsupdates quasi. Na, das ist dann hier. Aber wie gesagt, wenn ihr den hier weglasst, kriegt ihr die alle automatisch. Für euch wichtig ist diese Variante hier, dass die Container auch wirklich laufen. Solltet ihr jetzt hier Stable oder Lasted drinstehen haben, kann es euch passieren, dass Docker abgedatet wird, dass Watchtower drüber geht, das Update runterlädt, installiert,
den alten Container killt und euer System dann nicht mehr läuft, weil es mit den anderen Containern nicht mehr kompatibel ist, oder mit PHP zum Beispiel, was wir uns im oberen Teil hier mit Bild erstellen, das sieht man hier jetzt nicht, da gehe ich auch nicht drauf ein, da könnt ihr euch die anderen Videos zu anschauen, erstellt, nicht mehr kompatibel ist. Also hier bin ich mit den Sachen wie Latest Version oder Stable vorsichtig. Also wenn hier jetzt Latest reinschreibst oder Stable, dann kriegt ihr immer die aktuelle, neueste Version drauf gedönt. In manchen Containern macht es durchaus Sinn und sollte man auch durchaus machen, aber wie gesagt, da immer auf das Image achten, was gibt es da beachten, schaut danach bei Docker Hub zu dem entsprechenden Image, was da angegeben ist, was da angeschrieben wird. Das ist für euch wirklich interessant, das solltet ihr auch wirklich wissen. So, unser nächster Schabernack, der Nginx. Nginx haben wir jetzt eigentlich kein Problem. Den können wir gerne updaten. Allerdings in der Alpine-Version, da kann er jetzt immer die aktuellste Version drauf spielen. Das weiß ich jetzt gerade zufällig, das haben wir eigentlich immer so gemacht. Dann PHP My Image, da haben wir auch wieder die Versionsnummer vergeben. Ist ein Container, eine App, wo sich eigentlich sowieso so gut wie nie was tut. Ich weiß gar nicht, wann ich da das letzte Update gesehen habe. So, auch hier kommt unser Label rein. Diesen Label vergeben wir für jeden Container. Und dann sagen wir auch Enabled True, also wenn es da eine neue Version gibt, darfst du einspielen. Jederzeit gerne, sind wir dafür, sind wir bereit. Und das war's auch schon. Damit haben wir jetzt eine bestehende Docker Compose definiert. Wir können jetzt auch sagen, ja, Files haben wir eigentlich gemacht. Wir haben True, diesen Bereich hier, Monitor True. Das heißt, Nginx zeigt uns an, wenn es ein Update gibt. Da habe ich mich vorhin versprochen. Der läuft auf Monitoring, er zeigt uns das an. Und der PHP MyAdmin hat Enabled True. Das heißt, er tut automatisch updaten. Die MySQL läuft auch auf Monitor Only. Wenn ich jetzt sage, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht, Monitor Only, dann könnte ich sagen True, also Enable. Das Monitor Only einfach gegen Enable austauschen und die Sache ist okay, dann würde er es automatisch machen. So, und hier bei unserer eigenen Applikation, die wir uns erstellen, haben wir Enabled False. Da haben wir das ausgeschaltet. So, das war der ganze Schabernack eigentlich, den wir hier brauchen. Ctrl-O, damit könnt ihr hier rausgehen, speichern natürlich mit Ctrl-O und dann mit X verlassen. Eigentlich habe ich das gerade gespeichert, aber na gut, wir wollen ja mal nicht so sein, speichern wir es nochmal. Okay, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Wir müssen Docker mitteilen, dass wir hier was geändert haben. Sudo Docker Compose, down. Bindestrich ist gut gemeint, brauchen wir nicht. Compose up und D. Und damit laden wir jetzt die neue Konfiguration rein mit den Labels. Und die ganze Geschichte ist online. Schwupp, machen wir es nochmal größer. Die eingefleischten Leute wissen, was jetzt kommt. Was haben wir denn hier so am Laufen? So, hier haben wir unseren MyPHP-Admin, der läuft. Wir haben unseren MySQL, der läuft. Wir haben unseren Trellis, der läuft. Und wir haben unseren Nginx Alpine, der läuft. Das Ganze läuft in einem eigenen Netzwerk, das wir definiert haben. Das ist das DockerNet. Und dieser Container läuft außerhalb
von diesem Netz. Genau, mit einem Zeitintervall im Moment von 30 Minuten. Das war's eigentlich jetzt für diesen Teil. Jetzt mache ich euch noch 2 Screenshots, die ich euch hier kurz einblenden werde. So, die erste E-Mail besagt uns, Notification ist SMTP, Only Checking Container Use and Enabled, also Containerprüfung ist eingeschaltet, das Datum von gerade jetzt und die Uhrzeit, und der erste Check wird dann in 29 Minuten und ein paar Sekunden ausgeführt. Kommen wir zur zweiten E-Mail, die wir im Laufe der Zeit erhalten werden. Found new Mysterium / Myst latest image. Dann die Nummer dahinter. Dann Stopping Myst, das heißt der Container wird gestoppt. Creating Myst, der wird gepullt und gedownloadet. Und Removing Myst, das ist das alte Image removen. Damit wissen wir, ein Container Myst ist abgedatet worden und für uns damit erledigt. So, bevor wir jetzt zum offiziellen zweiten Teil mit Windows übergehen, nochmal ganz kurz in eigener Sache. Sollte euch das Video gefallen, bitte ein Like drunter setzen, den Kanal abonnieren und dann ist allen geholfen und alle sind glücklich. Solltet ihr den Kanal unterstützen wollen, findet ihr einen Spendenlink unten in der Videobeschreibung. Dann ein weiterer Hinweis: Solltet ihr Probleme haben mit der Konfiguration, mit der Einrichtung, mit der Umsetzung, könnt ihr auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen. www.ksc-service-nlp.cf verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wir übernehmen per Remote gern für euch die Konfiguration, Installation und weiterführende Angelegenheit für 25 € die Stunde. So, Docker Desktop für Windows. Docker Desktop für Windows ist ganz was anderes, als wir unter Linux kennengelernt haben, mit Docker Compose zu arbeiten und die dann nach Belieben rauf und runter zu fahren und unsere festen Parameter zu haben. Wir haben hier ein kleines Netz am Laufen, das ist der Internal Core. Das ist jetzt in dieser Docker Desktop Oberfläche schön grafisch dargestellt. Und wir haben einen Single Container laufen, das ist Myst, das ist Mysterium Network. Das ist ein VPN, wo der Dienst also einen Host anbietet. Dafür bekomme ich Myst-Coins. Es sind nicht viele, es ist etwas, um die Kosten des Betriebs des Servers einfach zu senken. Es ist nicht das, was es im Internet immer heißt, verdiene 50 € im Monat mit dieser Anwendung oder mit dieser App. Das ist alles Bullshit, könnt ihr knicken, das kann ich euch gleich sagen. Kommt ihr nie mit hin. Also der Server macht nebenbei mit Myst und einem Miner, der hier nebenbei läuft, der farmt Scroll-Token, sagen wir mal im Monat 3-4 $. Damit kann man ein bisschen Kosten senken und vielleicht wird Mysterium ja irgendwann mal was wert. Oder Crow steigt ein bisschen, beziehungsweise Crow kann man super bei Crypto.com einsetzen, um zu staken. Es gibt verschiedene Dinge, wie man das dann nutzen kann oder mehr draus machen kann. Kleiner Abschweif in die Seitenbranche. Vergesst es, dass ihr da wirklich viel Geld rauszieht. Also das könnt ihr knicken, ihr werdet damit nicht reich. Meistens sind die Stromkosten, gerade in Europa oder Deutschland, höher als das, was ihr da verdient. Da zahlt ihr richtig drauf noch. Dient hier nur als Beispiel. Okay? So, wir schauen uns diesen Myst-Container einfach mal an. View Details. So, der Container läuft richtig schön rund. Dann schauen wir uns mal kurz das Terminal an. Da könnten wir jetzt was reinschreiben. Inspizieren wir den Container. Wir haben Pfad. Und das war's. So, hier können wir nichts eingeben. Unter Stats bekommen wir eine Statistik. Also das Zeug braucht wirklich fast keine Ressourcen im Vergleich zu virtuellen Maschinen oder VMware. Super geil. Also Docker ist einfach nice. Also wie gesagt, hier könnt ihr kein Label für Watchtower eingeben, der in unserem Internal Core Netzwerk hier läuft. Da haben wir unseren Watchtower. Ja. Wie bekommen wir jetzt das da rein, dass unser Watchtower weiß, diesen Container hier soll ich updaten?
Dafür brauchen wir Porttrainer. Porttrainer ist ein Konfigurationsprogramm, wo ich laufende Container bearbeiten, Parameter ändern kann und. Alles, was ich hier irgendwie kompliziert über Eingabe machen müsste oder sonst irgendwie, geht einfach unter Porttrainer viel schöner zu erledigen. Ein Docker Compose, das ihr unter Docker Desktop für Windows hochfahren könnt, kriegt ihr auch noch zum Ende mit. Also ihr findet es auf jeden Fall im Skript. Ich zeige euch das auch. Und im Skript ist es dann auch. Und das Skript ist in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt. So. Nein, stopp. Porttrainer wieder raus. CMD. Fangen wir mal hier an. Das ist ein typischer Initialisierungsstring für Docker Desktop für Windows über eine Anwendung, die wir starten und verwenden wollen. Ne? Docker Pull, Mysterium Network, das ist unser Image, das wir runterladen, das pullen wir da gerade. Dann haben wir Docker Run, das ist in diesem Teil hier. Dieser Container soll ausgeführt werden mit diesen Parametern. netadmin.d, dann den Port, den Namen des Containers. Dann haben wir hier unser Volume. Dann wollen wir, dass der Container immer wieder neu gestartet wird. Dann wollen wir die latest Version haben. So, und jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, sich zu sagen, ich bin schlau. Labels und gebe hier mein Label direkt mit an. Wenn es funktioniert bei euch, ist okay. Ich habe damit immer wieder Probleme, gerade die Labels beim Hochfahren hier im Docker Compose, Docker Desktop für Windows durchzubekommen, dass die fehlerfrei hochlaufen. Meistens läuft der Container dann immer auf Restart. So, habt ihr diesen String ausgeführt, dann habt ihr diesen Mysterium Container eben hier. So, und jetzt wollen wir hier ein Label einfügen. Das kann euch bei anderen Containern, die auf diese Weise initialisiert, genauso passieren. Es ist also nicht davon abhängig, ob ihr jetzt diesen Container verwendet oder diesen Container oder diesen Container. Ihr könnt ja auch in der Oberfläche alle Container quasi bearbeiten oder ein Label kurz hinzufügen. Dafür verwendet man in der Regel Porttrainer. So, in diesem Terminalfenster seht ihr, dass ich einen Docker Compose Down-Befehl ausgeführt habe. Das hat jetzt einfach nur zur Folge, dass hier nur noch der Container Mist läuft in unserem Docker Desktop. Für Docker Mist, falls ihr diesen Container installieren wollt und laufen lassen wollt, um dieses Video nachzuvollziehen, habe ich im Skript die Command-Line-Befehl angegeben. Das könnt ihr euch dann rauskopieren und in einem DOS-Terminal ausführen und dann wird Mist installiert. So, viel uns interessiert es vielmehr, wie kriegt ihr Watchtower und Porttrainer in euer Docker Desktop für Windows. Nur, das ist ganz einfach. Jawohl, keine Enter-Taste. Jetzt ist sie da. So, das ist hier ein Verzeichnis. Das ist ein ganz normales Windows-User-Verzeichnis hier, was ihr hier seht. Dann sind wir unter Documents und da habe ich mir einen Ordner Internal Core angelegt, weil so das kleine Netz heißt, was Docker da für uns anlegen soll. Dann habe ich hier meine Docker Compose XML und hier habe ich mein gemountetes Porttrainer Data. Da sind von Porttrainer die ganzen Daten drin, das heißt, sollte der Container Porttrainer mal getillt, geschossen, gegrillt, gehäckselt, gelöscht oder sonstiges werden oder Festplatte abbrauchen und ihr eine neue drin habt, braucht ihr diesen Ordner, um Porttrainer quasi wieder mit eurer alten Konfiguration hochzufahren. Diese Docker Compose Datei, die findet ihr auch im Skript, die habe ich euch hinterlegt. Da müsst ihr dann wieder darauf aufpassen, dass ihr unter Watchtower die Notifications entsprechend angebt und platziert. Ich muss mal kurz aufs Skript rüber gehen, das blende ich mal kurz ein. Das hier ist das Skript, das liegt für euch hier im Skript bereit. Da habt ihr die Docker Compose 3, dann habt ihr hier den Bereich Porttrainer und dann kommt für euch wieder der Notifications-Bereich, den ihr auch unter Linux gehabt habt, mit eurer E-Mail-Adresse, Empfänger-E-Mail-Adresse, die E-Mail-Adresse zur Anmeldung des Google-Kontos, um die E-Mail zu verschicken und das A-Passwort, was ihr natürlich dann angeben müsst.
wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr, das zeige ich euch jetzt auch, Docker Compose ab und D. Ganz gemütlich eure Kiste hochfahren. Und jetzt ist es online und ihr seht ja auch im Hintergrund, Docker Desktop für Windows hat sich schon aktualisiert. Hier habe ich mein Internal CoreNet, dann habe ich meinen Watchtower hier laufen und meinen Port Trainer. So, damit kann es weitergehen zum nächsten Step. So, jetzt kommen wir zum Port Trainer. Da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, dass ich hier festgestellt habe, dass ich alles in einzelnen Tabs geöffnet kriege. Also er schaltet es nicht um, ich kriege ein neues Tab. Das ist jetzt etwas blöd ausschaut, aber ihr werdet es verstehen. So, dann gehen wir auf den Myst-Container. Den haben wir dann hier. Dann entledigen wir uns hier mal ein paar Tabs. So. Nein, nicht scrollen, das darf man hier nicht machen. Gehen wir mal ein bisschen runter. Hier ist unser Eintrag Labels, den habe ich schon dazu gesetzt. Wie bekommt ihr diesen Eintrag jetzt hier rein? Das ist eigentlich auch recht einfach. Also dieser Eintrag ist auch hier unter dieser Oberfläche gesetzt. Ich habe mir da auch nicht die Mühe gemacht, diese Docker Compose rauszugreifen. So, wir stoppen den Container. Seht ihr jetzt hier oben, läuft gerade. So, dann Duplicate und Edit. So, und jetzt könnt ihr die Einstellungen von diesem Container bearbeiten. Ihr seht, ihr könnt richtig viel anstellen. Ihr könnt die Ports und die Hosts ändern und alles Mögliche, was euch so am Herzen liegt. So, wenn ihr jetzt hier auf Labels gegangen seid, dann könnt ihr das jetzt hier unten eintragen. Hier schreibt man das auch ohne Anführungszeichen rein. Das gibt hier ein. So, und dann deploy diesen Container. So, und jetzt bekommt ihr die Meldung, are you sure? Und jetzt sagen wir replace, und das heißt, der Container wird jetzt ersetzt mit unseren neuen Werten. In dem Fall war ja hier unten das Ding bei mir schon drin. Und da waren auch gerade kurz die ganzen Fehlermeldungen, die ganzen Meldungen, dass er das gemacht hat. Dann ist hier wieder unser Myst-Container, ist running und ab. So, das war der Schabernack. Und hier seht ihr auch, hier läuft er seit 23 Sekunden im Docker Desktop. Zeigt er das auch an. Können wir kurz ins Log reinschauen. Läuft schön, keine Fehler, wir sind zufrieden. In der wunderbaren Welt von Linux. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Tut mir leid, wenn der Teil mit Windows und Docker Desktop ein bisschen verwahrlost oder chaotisch ausschaut, aber bei Docker Desktop für Windows ist eigentlich Fazit wirklich nicht mehr zu machen. Es ist daraus ausgelegt, dass es für die Menschen, die damit nicht so gut bewandert sind, eben auch einfach zu benutzen und zu bedienen ist. Da kann man jetzt einfach wirklich nichts sagen. Da gibt es diese Init-Strings, die ich euch gezeigt habe, oder ihr könnt eine Docker Compose hochfahren entsprechend. Und ihr könnt Portainer.io benutzen, um entsprechend Anpassungen zu machen. Da ist wirklich im Kontext nicht viel mehr einfach, was man da einbinden kann. Das ist einfach definitiv so. Unter Linux, wie gesagt, schaut die Sache anders aus. Das ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen anders. Oder die Docker Compose-Dateien haben wir auch unter Linux gemacht. Darum hat es den Linux-Teil einfach ein bisschen länger gedauert und der Windows-Teil ist halt ein bisschen vernachlässigt, verstiefmüttert nicht, könnte man auch sagen, wenn der Ausdruck richtig ist. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das soll es gewesen sein und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und alles andere verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald, je nachdem, wann ihr das Video schaut.